Heute machen wir eine kleine Zeitreise durch die Welt des Schweizer Animationsfilms. Wie hat alles angefangen? Welche kreativen Köpfe haben die Szene geprägt? Und warum gibt es so viele großartige Kurzfilme, aber kaum Langfilme? Lasst es uns herausfinden in Filmo präsentiert. Eine kurze Geschichte des Schweizer Animationsfilms. Es ist 1921, das Zeitalter der Stummfilme. Während Charlie Chaplin mit The Kid begeistert und Felix the Cat im Kino für Lacher sorgt, entsteht der erste Animationsfilm der Schweiz. Histoire de Monsieur Vieux-Bois von den Franzosen Lordac et Cavé. Mit 35.000 Einzelbildern und 35 Minuten Länge war der Papierschnitt-Trickfilm für die damalige Zeit ein Mammutprojekt. Der Film, basierend auf den Bildern von Rodolphe Töpfer, der als Vater des Comics gilt, wurde ein lokaler Erfolg. Trotzdem blieb er lange Zeit ein Einzelgänger, denn Filme dieser Größenordnung waren einfach zu aufwendig und teuer. In den folgenden Jahrzehnten waren es vor allem Werbefilme, die die Schweizer Animationsszene bestimmten. Diese liefen zunächst vor den Hauptfilmen im Kino und ab 1965 auch im Fernsehen. In den 1920er bis 1960er Jahren erlebte der Werbeanimationsfilm seine goldene Ära. Besonders hervorzuheben sind hier Julius Pinschewer, Edmond Liechti und Charles Blanc-Gatti. Julius Pinschewer, ein Deutscher, der vor den Nazis in die Schweiz floh, schuf für Unternehmen wie die SBB kreative Werbefilme. Diese waren viel mehr als nur Werbung. Sie nutzten alle möglichen Trickfilmtechniken und setzten Maßstäbe. Edmond Liechti begann seine Karriere bei Télévision Suisse Romande und erstellte dort animierte Abspanne für Sendungen. Bald darauf machte er auch Werbefilme, die ihn in der Schweizer Werbeszene bekannt machten. Charles Blanc-Gatti, der in Montreux sein Studio Colorfilm betrieb, setzte in der Westschweiz Akzente. Neben seinen Auftragsarbeiten wagte er sich auch an freie Projekte wie Chromophonie, ein beeindruckendes Werk von 1939, das Musik visuell darstellte. In den 1960er Jahren nahm der Schweizer Animationsfilm eine künstlerische Wendung. Autorenfilme rückten in den Fokus und das Ehepaar Ansorge spielte dabei eine zentrale Rolle. Ernest, ein Ingenieur, und Giselle, eine Apothekerin, verdienten ihren Lebensunterhalt mit Auftragsfilmen und stießen dabei auf eine faszinierende Technik, die Sandanimation. On n'a pas réussi cette maquette, mais on a trouvé une matière. Et ça, c'est le début de l'histoire du sable. Ce sable est devenu, dans les doigts de Giselle et dans la représentation, une matière absolument extraordinaire. Et on a fait toute notre carrière, disons, de cinéma d'animation avec ce sable. Giselle formte den Sand für jede Bildaufnahme, verschob ihn dann für die nächste Aufnahme und so weiter. 24 Bilder ergaben 1 Sekunde Film. Pure Stop-Motion-Magie. Diese Technik verlieh ihren Filmen einen einzigartigen künstlerischen Stil, der den Schweizer Animationsfilm auf ein neues Level hob. Ab den 70er Jahren ging der Schweizer Animationsfilm richtig durch die Decke. Eines der großen Studios dieser Zeit war das legendäre GDS, gegründet von Georges Schwitzgebel, Daniel Suter und Claude Luyet. Un collègue Daniel Suter avec qui on était ensemble aux arts décoratifs, et puis plus tard Claude Luyet qu'on a rencontré dans une agence de publicité où on travaillait tous les trois pendant un petit moment. On a eu envie de faire des dessins animés. Étonnez-nous même le nombre de films il y aura 42 Filme. Diese 3 Kreativen haben in 52 Jahren über 265 Minuten Film geschaffen. Ein beeindruckendes Vermächtnis in der Welt der Animation. Auch Robbie Engler, ein Schüler der Ansorge, prägte die Szene nachhaltig. Mit seinem Studio Animagination produzierte er zahlreiche Filme für die Télévision Suisse Romande und Werbespots. Besonders bemerkenswert ist seine Globi-Verfilmung, die stark vom japanischen Anime-Stil inspiriert war. Leider war der Film damals ein Flop.
Vielleicht, weil er seiner Zeit einfach zu weit voraus war. Ted Seeger hat mit seinen Zeichentrickfilmserien Wildlife von 1999 und Molly Monster von 2009 sowie dem überaus erfolgreichen Kinofilm von 2016 fantastische Welten erschaffen, die Kinder auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Und beim Thema Kinder dürfen wir natürlich Pingu nicht vergessen. Diese niedliche Styroporfigur mit Plastilinhaut und beweglichem Kopf wurde 1986 von Ottmar Gutmann und Erika Brüggemann erschaffen und eroberte die Welt im Sturm. Pingu wurde in über 100 Ländern ein Star, weil er Geschichten erzählte, die mit viel Herz und Humor nicht nur Kinder ansprachen. Heute gibt es in der Schweiz eine neue, aufregende Generation von AnimationskünstlerInnen, die das Erbe ihrer Vorgänger mit frischen Ideen weiterführen. Die Schweizer Trickfilmszene ist im Aufschwung. Über 200 Filmschaffende sind aktiv und jedes Jahr entstehen rund 20 neue Filme. Schauen wir uns ein paar der aktuellen Talente genauer an. Anja Koffmel hat mit ihrem animierten Dokumentarfilm Chris the Swiss Mut bewiesen. Ich erinnere mich genau an den Abend, als ich von Chris' Tod erfuhr. Der Film, der 2019 die Schweiz bewegte, erzählt die tragische Geschichte ihres Cousins und gewann zahlreiche Preise, darunter den Schweizer Filmpreis für den besten Dokumentarfilm. Nicht alle ambitionierten Projekte sind allerdings automatisch ein Erfolg. Nach Robbie Englers Globi und der Schattenräuber ist der Stop-Motion-Film Max & Co. der Gebrüder Guillaume ein weiteres Beispiel dafür, wie nahe Erfolg und Misserfolg beieinander liegen können. Si vous avez aimé Wallace et Gromit, vous adorerez Max & Co., même principe du film d'animation, même invention, mais à la sauce helvétique. Les auteurs sont les frères Guillaume, énorme budget de 30 millions. Ils tourneront au pays, à Romont, dans les Halles de Tetra Pak. Max & Co., der teuerste und ambitionierteste Langfilm in der Geschichte der Schweiz, floppte weltweit. Meine Herren, die Aktien von Psund.co haben im letzten halben Jahr 60% von ihrem Wert verloren. Doch das konnte den Schweizer Animationsfilm nicht stoppen. Der mehrfach ausgezeichnete Ma vie de Courgette von Claude Barra erhielt 2017 unter anderem den César für den besten Animationsfilm und das beste adaptierte Drehbuch sowie eine Oscar-Nominierung und wurde zu einem der weltweit erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten. Das ist schon etwas sehr Besonderes für uns. Immerhin waren 27 Animationsfilme aus der ganzen Welt im Rennen. Und nun sind wir unter den 5 Finalisten. Das ist außergewöhnlich. Bei Courgette brauchte ich 7 Jahre, um einen Produzenten und das nötige Geld zu finden. Auch der nächste Film wird untypisch. Natürlich hoffe ich, dass ich künftig weniger Zeit brauche, um mit einem Film loszulegen. Barra beweist 7 Jahre später mit seinem zweiten Langfilm Sauvage erneut, dass abendfüllende Schweizer Animationsfilme international erfolgreich sein können. Der nationale Kurzfilm hingegen erlebt seit den 80er Jahren einen wahren Boom. An genreorientierten Festivals wie in Annecy oder Zagreb haben Schweizer Werke seit Jahren einen festen Platz und begeistern das Publikum immer wieder aufs Neue. 2022 widmete das Annecy-Festival der Schweiz sogar ein ganzes Programm. Marcel Jean, der künstlerische Leiter des Festivals, lobte die Schweizer Animation in den höchsten Tönen. Die Schweizer Animation ist lebendiger und vielfältiger als je zuvor. Claude Barra sowie der Tessiner Marcel Barelli wurden am Festival mit einer Retrospektive geehrt. Barellis Kurzfilme wie Dans la Nature und Vija greifen mit tierischem Humor schwierige soziale Themen auf und haben zig Preise auf verschiedenen Festivals abgeräumt. In seinem TED-Talk von 2023 verriet er: In my opinion, the topic is the most important aspect of the short film, but the way we approach it is important. Humor and satire are a way to reach out the public in regarding to important topics. Humor can add a little lightness on the discussion, unite people and cast a wide net on the public. And satire can be used to make people think and question their beliefs. So, humor and drawing, that's the formula I try to use. Sometimes it works, sometimes pas toujours. Neben den beiden gab es auch eine Retrospektive über Isabelle Favez.
Sie hat mit Filmen wie Wallis und Giuseppe einen charmanten Stil und eine starke Erzählweise entwickelt. Mit insgesamt 13 Filmen ist sie eine der ersten Schweizerinnen, die ein eigenes Œuvre an animierten Kurzfilmen geschaffen hat. Mich hat es immer fasziniert, Animationsfilme zu sehen. Und schon als Kind dachte ich, das möchte ich gerne selber machen. Ideen hole ich mir eigentlich vom Alltag und erfinde dazu Geschichten, zum Beispiel von Menschen, die mich interessieren. Einer meiner Lieblingsfilme, die ich realisiert habe, ist Tarte aux Pommes. Mit diesem Programm kann ich der Figur Leben einhauchen. Jedem, der Animationsfilm machen möchte, kann ich nur empfehlen, ein Durchsetzungsvermögen zu haben und Auf und Abs zu akzeptieren. Von Marina Rosset zu Annette Melice, von Michael Frey, Félicie Aymon, Antonin Niklas, Claudius Gentinetta, Elodie Dermanche, Frederik Siegel, Jonathan Lascar, Nils Heddinger, Zoltan Horvath bis zu Maya Gehrig. Die Liste von emsigen Animationsfilmschaffenden mit international erfolgreichen Kurzfilmen ist lang. Sicherlich haben wir einige Namen vergessen. Sorry dafür. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wen wir noch erwähnen sollten. Wie ihr seht, hat die Schweiz im Animationsfilm enorm viel zu bieten. Bei den Langfilmen ist es zwar etwas schwieriger, aber mit Mut und Risikobereitschaft entstehen auch hier wahre Meisterwerke. Wer weiß, vielleicht kommt schon bald der nächste große Animationshit aus der Schweiz. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch. Hoffentlich stört dich der Geschichtsunterricht nicht in deinen Träumen. Ja, ein Brutalo T-Rex!